Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute, wie ihr seht, wieder aus der Werkstatt. Das heißt, es gibt ein Bastelvideo. Ja, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich darüber überhaupt ein Video machen soll oder ob ich es einfach nur für mich mache und dann das Messer vorstelle. Aber ich habe gedacht, mein Gott, nimm die Kamera in der Hand und film's mal mit. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja, ich bin bei einem Besuch in Waldshut in Deutschland auf einen Handwerksladen gestoßen, der macht so Holzgeschichten, und da fiel mir dieses wunderschöne Brett in Olivenholz auf. Das habe ich mir gekauft. Das wird mein neues Outdoor-Brett. Ich liebe ja Olivenholz, bloß Olivenholz hat als Schneidebrett halt einen Nachteil, es ist recht schwer. Ja, und dieses Brett hier, das ist wunderbar dünn und schön leicht. Und da habe ich natürlich nicht lange überlegt, da habe ich sofort zugeschlagen und habe mir das gekauft. Ja, und zu diesem Brett möchte ich mir gerne ein schönes Schneidemesser machen. Und zwar habe ich mir da ein Opinel gekauft. Und dieses Opinel möchte ich aber umfunktionieren oder umgestalten, so wie ich es am liebsten hätte zu diesem Brett. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, zu dem Olivenholzbrett hier hätte ich gerne ein Opinel-Messer mit einer schwarzen Klinge. Da gibt es ja dieses Opinel Nummer 8 in Black Oak. Das habe ich mir bestellt. Das ist heute gekommen. Ich hole es mal raus. So sieht das Ganze aus. Hat hier eine brünierte, schwarze, fast schwarze Klinge. Und der Vibrolock ist auch in schwarz. Ja, und ich finde, das passt unheimlich gut zu dem Olivenholz. Das ist hier ein Eichenholzgriff. Den finde ich jetzt nicht ganz so passend. Da hätte ich lieber so einen rötlichen Farbton gehabt, aber leider gibt es dieses Messer nur so zu kaufen. Ja, und da hatte ich die Idee, da ich noch ein normales Opinel habe, in Paddock. Das ist so ein richtig schönes rötliches Holz. Ja, das möchte ich gerne heute mit euch hier an dieses Messer montieren. Ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe und so möchte ich das gerne haben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ich würde sagen, wir lösen erstmal die Vibrolocks, dann machen wir jeweils die Stifte raus, dass wir das erstmal auseinandergebaut haben. Zum Lösen des Vibrolocks habe ich jetzt erstmal das Messer mit dem Griff hier eingespannt. Hier ist ja dieses Stück, was man drehen kann. Da könnt ihr ganz einfach hier mit dem Haken vom Schweizer Taschenmesser reingehen. Könnt hier einhaken. Ich lege mir jetzt hier hinten noch was Weiches drunter, ist so ein Stück PVC-Fußbodenhalter, und dann könnt ihr das hier aufhebeln. Seht das? So, dann kommt das ganze Ding schon. Und ihr könnt das nach vorne abziehen und schon ist der Vibrolock offen. Als nächstes müssten wir dann hier die Nut abfeilen und den Stift austreiben. Dann können wir die Kappe abziehen und das Messer dann auch lösen. Okay, aber ich mache das jetzt erstmal an dem anderen Messer auch noch. Mache jetzt hier auch noch mal den Vibrolock lose. Dazu klappe ich es ein. Das hier auch rein. Ein Stück, so. Okay. So, jetzt wieder das Taschenmesser. Hier bei dem schwarzen Material ist es natürlich noch wichtiger, was unterzulegen. Ich nehme an, es ist so ein bisschen lackiert hier. So, da haben wir es auch. Der ist auch schon ab. Jetzt können wir das wieder nach vorne abziehen. Super. Jetzt haben wir das Messer auch frei. Im nächsten Schritt feilen wir jetzt hier, das ist der Stift, der das Messer hier, die Klinge hält, feilen wir hier diese dünne Stelle, die feilen wir ab und treiben den Stift dann aus. Das gleiche hier bei dem schwarzen, da ist es ein bisschen schwieriger gemacht, der ist schon recht bündig, da komme ich schon mit der Feile gar nicht mehr ran. Hier das breite Stück steht noch raus, aber das dünnere hier, das ist schon ganz schön kriminell. Da muss ich mal sehen, ob ich da eine Rundfeile nehme. Also ich werde jetzt die beiden Dinger hier abfeilen. Übrigens, wenn ihr das Messer einspannt, ich habe jetzt hier so Schutzbacken, nicht ins Metall spannen, sonst zerdrückt er das Holz. Ihr braucht irgendeine weiche Auflagefläche, das ist ganz wichtig. Okay, jetzt will ich erstmal schauen, ich habe jetzt hier so eine kleine Schlüsselfeile. Mal gucken, wie ich die Kappe da abgefeilt kriege. Den Stift, Kappe, Stift halt.
Niete, wie ihr es bezeichnen wollt. Nehmen Sie jetzt mal hochkant und feil hier direkt mal in das Loch rein. Weil ich will nicht so viel von dem Schwarzen hier kaputt machen. Das ist wirklich recht. Ja, hier bin ich schon auf dem Metall. Ja. Hier, dann wollen wir mal probieren, ob wir das schon rausgeschlagen bekommen. So, ich habe mir jetzt hier so eine Niete genommen und will mit dem Stift mal probieren, ob ich schon rausgeschlagen bekomme, weil, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel von dem Messer da verletzen. Jetzt nehme ich einen Hammer, hau da mal drauf. Ah, der Stift kommt schon. Wie ihr seht, der Stift kommt raus. Löse das Ganze mal. Da ist der Stift. Den kann man jetzt mit der Zange rausziehen. Dazu nehme ich hier einfach so eine Zange, gehe um den Stift und mit drehenden Bewegungen kann man den dann so rausholen. Ist ein bisschen mühsam. Ist auch ein bisschen krumm scheint. Außerordentlich ziehen. Ich glaube, der geht nicht durch die Klinge. Hui. Ganz schön schwierig. Ich muss mal gucken, ob er überhaupt noch kommt. Boah. Alter Schwede. Ja, ich glaube, der hängt in der Klinge fest. Ja. Ja, ich versuche es nochmal mit durchtreiben. Das ging bei dem anderen besser. Jetzt versuche ich ihn nochmal rauszuschlagen. Jetzt kommt er. Jetzt habe ich ihn durch die Klinge. Ja, da ist der Stift. Okay. So, jetzt können wir hier die Klinge rausziehen. Und das auch lösen. Und wir haben das erste Opinel zerlegt. Das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen Messer auch. So, hier liegen nun unsere beiden demontierten Messer. Ich möchte das altbekannte Problem des Quellens natürlich wieder aufheben. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht. Ich werde jetzt hier vorne den Lack, ich werde das hier abschleifen und werde das Ganze in Wachs tränken. Jetzt gucke ich mal beim Schleifen, wie sich so die Farbe verändert. Ob ich die Lackierung am Griff noch lasse oder ob ich das ganze Messer abschleifen werde und dann lieber wachsen, weil der Lack soll irgendwann mal abblättern, habe ich gelesen in diversen Foren. Und weil das Holz sich voll saugt und der Griff nicht atmen kann. Und viele ölen es dann halt oder wachsen es lieber. Also ich werde jetzt mal hier vorne, das will ich eh einwachsen, das mal abschleifen. Und dann mal schauen, wie die Farbe ist und mal eine Farbprobe machen. Vielleicht schleife ich dann auch den ganzen Griff ab. Ich nehme jetzt hier einfach feines Schleifpapier und schleife das ab. Ich will auch nicht zu viel runterholen, sonst passt nachher der Vibrolock nicht mehr. Also da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Ich schleife jetzt wirklich nur erstmal den Lack hier runter und guck mal, wie so die Farbe dann von dem Holz ist. Aber so wie es aussieht, bleibt es rötlich. Auch vorne, weil ich will jetzt einfach das nachher in heißes Wachs tauchen und das ganze Holz gegen Quellen mit Wachs verschließen. So, ich habe das jetzt abgeschliffen hier, den Lack. Wie ihr seht, so sieht es aus. Also die lackierte Farbe gefällt mir bald besser. Vielleicht lasse ich das sogar so. Jetzt werde ich hier erstmal Kerzenwachs in dieser Dose erhitzen
mit dem Notkocher hier und dann werde ich den Griff erstmal tauchen, dass wir das hier mal richtig mit Wachs versiegeln. Dann schaue ich mir mal an, wie das gewachst aussieht und entscheide dann, ob ich hier wirklich den Griff noch abschleife und den wachse oder ob ich lieber erstmal die Originallackierung lasse. Okay, los geht's. Wie gesagt, zum Erhitzen nehme ich jetzt hier den Notkocher. So, dann setzen wir mal unser Wachs da drauf. Zum Abnehmen habe ich jetzt hier die Zange. Nachher kann ich es dann wieder ersticken. Ja, und dann gehen wir einfach, wenn das flüssig ist, hier mit dem Griff rein und versiegeln das hier vorne. Beim Erhitzen natürlich aufpassen, dass das Kerzenwachs hier oben nicht allzu heiß wird, anfängt zu dampfen, bevor es sich aufgelöst hat. Dann nehmt es lieber noch mal runter, weil sonst schlägt hier die Flamme über und dann steht euch der ganze Topf da in Flammen. Bei mir fängt es jetzt schon hier langsam an zu dampfen, also ruhig mal runternehmen, ein bisschen den Abstand vergrößern, macht es nicht zu schnell heiß, also schmilzt auch so ohne Flamme weiter. Taktet euch das ein bisschen ein, weil wenn es dann echt das Ding in Flammen steht, dann wird es echt blöd. Das ist keine schöne Geschichte. Ich habe den Notkocher jetzt weggenommen. Das Wachs ist hier flüssig, wie ihr seht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Wärme halten. Jetzt habe ich nur noch den Aufsatz und einfach ein Teelicht da reingestellt, um die Hitze zu halten. Dann habt ihr das Problem mit dem Qualm und dem Feuer dann nicht. Ja, und jetzt gehen wir her und schauen mal, wie weit das hier reinragt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir das schon schön wachsen. Ich glaube, es kann noch ein... Ja, doch, das sieht gut aus. So, und jetzt wachse ich das richtig schön hier ein. Lass das richtig einziehen, das Wachs, dass das Holz schön versiegelt ist. Auch dazwischen. So, wie ihr seht, ist das jetzt hier richtig schön mit Wachs vollgesogen. Und ja, es hat eigentlich eine schöne rote Farbe bekommen. Und ich denke, ich werde mal das Risiko eingehen und den gesamten Griff abschleifen und das dann schön mit Holzwachs wieder versiegeln. Dann bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich ist das Resultat nachher schön dunkel wie das Original. Weil gewachst ist ja schon hochwertiger, aber ist natürlich jetzt auch ein gewisses Risiko, weil ich fand die dunkle Farbe schon recht schön. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Ich schleife das jetzt mal ab und komme dann gleich wieder zu euch. So, jetzt habe ich es mal abgeschliffen. Es ist immer noch schön im Farbton, also das gefällt mir. Ja, und ich denke, mit dem Ausklappen hat es ja da auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten hier, weil es ist ja so filigran. Ich werde mir jetzt hier wieder meine Mulde reinfeilen und werde hier noch eine Ausbuchtung machen. A, damit der Finger hier anliegt und B, damit man das Messer besser aufklappen kann zum Greifen. Die werde ich jetzt noch reinmachen. Dazu lege ich das Messer jetzt hier rein, so dass es die gleiche Höhe hat hier wie das Scharnier. Dann sehe ich ja hier die Opinel-Beschriftung auf der Seite, seht das? Und da in der Mitte, da mache ich mir jetzt eine Markierung und da werde ich das ausfeilen. Okay. Dazu nehme ich hier so eine Halbrundpfeile und eine kleine Runde. Da mache ich mir jetzt erstmal den Anfang mit, dass ich weiß, wo die Mitte ist. Das mache ich da praktisch, wo ich das anmarkiert habe. Ja, und jetzt können wir schon hier mit der Halbrundpfeile das wegschleifen.
werde jetzt hier schön gerade feilen. Sehen, wie die Ausbuchtung wird. Sieht sehr gut aus. Das Holz hat wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, ich denke noch ein bisschen. Nicht zu tief das Ganze machen. So, dann teile ich das noch zur Seite aus. Und der Rest, der wird mit Schleifpapier glatt geschliffen. Ich halte mal die Klinge rein, mal gucken. Mal sehen, ob ich sie so reinbekomme, wie das dann aussehen würde. Ja, da kann man schön greifen. Wunderbar. Das ist perfekt. Ein bisschen nachfeilen hier an den Rändern. Ganz fein machen. Und hier kann man dann auch den Finger drin ablegen. Ein bisschen nacharbeiten das Ganze. Aber so das Maß hier von der Feile, das ist sehr schön. Super. Jetzt noch ein bisschen schleifen. Dass es so ein bisschen in der Hand liegt. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal nachgeschliffen. Im Gesamten. Der Griff ist jetzt schön glatt, es hat keine Ecken mehr. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir machen das Holz mit Antik-Holzwachs. Wird das schön einwachsen jetzt. Und dann ist der Griff wieder schön geschützt. Ich bin jetzt richtig neugierig, wie der Griff mit der Maserung mit dem Wachs danach aussieht. So, dann fangen wir mal an. Nehmen wir mal was von dem Wachs. Ich schmiere jetzt erst hier das oben ein, wo die Kerbe ist. Seht ihr das? Da schmiere ich das jetzt richtig rein und verschmiere das hier mit der Niete nochmal, dass es auch wirklich da drin auch nochmal in den Zwischenraum kommt. Das ruhig mehrmals machen, weil da könnte jetzt rein theoretisch auch noch Wasser reinlaufen. Ich meine, gut, man kann es auch übertreiben. Ich neige ja dazu, das immer sehr perfekt zu machen. So, jetzt haben wir das aber wirklich hier schön nochmal eingeschmiert. Wunderbar. Da vorne ist es eh gewachst, da ist es egal, aber hier so dazwischen. Okay. So, dann wachsen wir jetzt mal den Griff ein. Mal sehen. Oh ja, oh ja. Das sieht schön aus. So richtig schön seidig. Seht ihr das? Guck mal, was das für eine schöne Farbe wird. Also das war die richtige Entscheidung, das abzuschleifen, den Lack. Das ist so viel besser. Wow, das sieht geil aus. Mann, wird das ein schaues Messer. Wow. So, okay. Dann lassen wir das jetzt mal einen Moment trocknen. Dann kann ich es polieren. Dann hole ich euch wieder dazu. Ja, so sieht das Messer jetzt aus. Es ist abgetrocknet. Ich habe es poliert. Ich werde aber noch eine Schicht drauf machen. Aber das Ergebnis ist schön glatt. Es gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Messer zusammenbauen. Das heißt, wir schieben hier wieder die Kappe drauf. Wie ihr seht, es passt auch. Dann eine kleine Montagehilfe. Ihr könnt hier einen Stab nehmen und könnt dann schon mal vorher das Messer hier praktisch einfädeln. Ein bisschen schwer jetzt mit einer Hand vor der Kamera. So, warte mal. So, seht ihr? Dann habt ihr schon mal die Position und könnt dann hier mit dem Stift nachgehen. Okay, dann spanne ich das jetzt mal in den Schraubstock.
Beim Einspannen im Schraubstock darauf achten, dass die Seiten stimmen. Hier ist das dünne, hier ist dieser breite Niet gewesen. Das heißt, wir müssen von hier den Stift dann einschlagen. So, ich habe mich jetzt umentschieden. Ich werde das Messer nicht einspannen. Ich habe jetzt die Backen mit der Schutzseite hier nach oben gelegt, dass das Messer nicht zerkratzt. Ja, jetzt habe ich hier praktisch als provisorische Achse die Niete eingelegt. Die hat fast die gleiche Dicke, geht aber leichter durch. Jetzt können wir das Messer zuklappen, haben schon praktisch die richtige Position. Ich wackel nochmal, weil es ein bisschen dünner ist. So können wir es lassen. Ja, und jetzt sehen wir schon, hier ist die breite Seite. Dann nehme ich die Achse, setze die da ein und kann dann hier die originale Achse wieder einschlagen. Super. So, passt. Jetzt lässt sich das Messer klappen. Machen wir mal einen Test. Ja, und zum Schluss müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier wieder unseren Vibroblock raufbekommen. Bisschen Klick. So, da ist er wieder. So, jetzt können wir das hier wieder verriegeln. Klappt das Messer mal auf. Verriegeln. Funktioniert alles wieder. Die Achse kann nicht rausrutschen, weil der Vibroblock da drauf ist. Ja, und fertig ist das Messer. Ich lege es nochmal auf das Olivenholzbrettchen. Dann können wir uns das nochmal von nahem genau anschauen. So sieht das Endresultat jetzt aus. Fertig ist das Opinel Black Paddock. Ein geiles Messer, finde ich. Ist mir richtig gut gelungen. Das gefällt mir. Das kommt jetzt beides zusammen in mein SZ. Wunderschön. Das andere Messer müsst ihr natürlich nicht wegschmeißen. Das habe ich wieder zusammengebaut. Ist auch wieder voll funktionstüchtig, weil die Teile ja identisch sind. Das habe ich dann als Reserve. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich an mein Opinel Nummer 8 Black Paddock gekommen bin. Das ist jetzt mein neues Messer für draußen, fürs Schneidebrettchen. Das werdet ihr jetzt in den Videos wahrscheinlich noch öfters sehen, wenn ich mal was esse. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich dieses Messer her habe. Okay, dann ist die kleine Bastelstunde für heute wieder beendet. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.